Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschcast. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin, meine gute Freundin Charlotte. Sie ist Sprachcoach und hilft Menschen dabei, Deutsch effektiv und mit Spaß zu lernen. Charlotte, schön, dass du da bist. Hallo allerseits! Es ist schön, hier zu sein. Und noch schöner, mit dir, Klaus, über die Faszination der deutschen Sprache zu plaudern. Oh, Charlotte, erinnerst du dich noch an unseren Japanischkurs? Ich glaube, es war das erste Mal seit Jahren, dass wir beide wirklich sprachlos waren. Oh ja, absolut. Ich erinnere mich vor allem an unsere erste Unterrichtsstunde. Wir dachten, wir könnten einfach so reingehen, ein bisschen zuhören und uns irgendwie durchmogeln. Schließlich sind wir ja Sprachcoaches. Aber dann stand unser Lehrer vor uns und sprach in rasendem Tempo Japanisch. Und wir verstanden nichts. Ort, ich habe nur die ersten 5 Minuten lang freundlich genickt und gehofft, dass irgendwann ein einziges bekanntes Wort fällt. Aber nein, nichts. Und dann diese Situation, als er uns fragte, uns vorzustellen, und wir nicht mal „Ich heiße“ auf Japanisch hinbekommen haben. Plötzlich fühlte ich mich wie ein kompletter Anfänger. Genau das ist der Punkt. Stell dir vor, du kommst nach Deutschland, du hast ein neues Leben vor dir, vielleicht einen neuen Job oder ein Studium, und dann sprichst du die Sprache nicht. Auf einmal sind selbst die einfachsten Dinge eine echte Herausforderung. Ja, und als wir in unserem Sprachkurs saßen, haben wir gemerkt, wie es sich anfühlt, in ein völlig neues System geworfen zu werden. Das ist genau das, was so viele Menschen erleben, wenn sie nach Deutschland kommen. Charlotte, du arbeitest als Sprachcoach und hast schon mit vielen Deutschlandenden aus verschiedenen Ländern gearbeitet. Was sind die größten Herausforderungen, mit denen Sie zu kämpfen haben? Oh, da gibt es einige. Aber wenn ich die häufigsten Probleme nennen müsste, dann wären es auf jeden Fall die Grammatik, die Aussprache und das Sprachgefühl für den Satzbau. Grammatik, das große Schreckgespenst beim Deutschlernen. Was macht sie so schwierig? Ja, viele meiner Schüler sagen, Deutsch ist eine wunderschöne Sprache, bis man die Grammatik kennenlernt. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass das Deutsche viele Regeln hat, die auf den ersten Blick unlogisch erscheinen. Besonders die 4 Fälle Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv sind für viele eine Herausforderung. Oh ja, die Fälle. Ich erinnere mich an einen Schüler, der mich mal gefragt hat, warum sagt man, ich sehe den Hund, aber ich helfe dem Hund? Warum kann der Hund nicht einfach immer gleich bleiben? Nur genau, das ist eine typische Frage. Das Problem ist, dass einige Verben den Akkusativ verlangen, weil sie eine direkte Handlung ausdrücken, während andere, wie erhelfen oder danken, mit Dativ stehen, weil sie eine indirekte Beziehung beschreiben. Und was sagst du deinen Schülern, damit sie sich das merken? Ich arbeite gerne mit kleinen Eselsbrücken. Zum Beispiel Akkusativ, den sehe ich. Etwas Konkretes, das man wahrnimmt. Dativ, dem helfe ich. Eine indirekte Handlung, die auf jemanden wirkt. Aber das Beste ist natürlich, die Sprache in echten Situationen anzuwenden. Ich habe oft das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht an der Grammatik scheitern, sondern eher an der Angst, Deutsch zu sprechen. Oh ja, das ist ein riesiges Thema. Viele meiner Schüler haben Angst, Fehler zu machen. Sie denken, dass sie perfekt sprechen müssen, bevor sie sich trauen, ein Gespräch zu führen. Aber das ist doch ein Trugschluss, oder? Absolut. Kein Muttersprachler erwartet Perfektion. Ich sage immer, lieber mit Fehlern sprechen als gar nicht. Denn nur durch Sprechen verbessert man sich. Das erinnert mich an unseren Japanischkurs. Wir hatten ja auch Angst, Fehler zu machen, bis wir gemerkt haben, dass unser Lehrer sich einfach nur gefreut hat, dass wir es versucht haben. Nur genau. Die beste Methode, um die Angst abzulegen, ist tägliche Praxis. Es muss nichts Großes sein. Man kann sich selbst kleine Sätze vorsagen, einen Monolog üben oder ein einfaches Gespräch mit einem Tandempartner führen.
Ja, ein weiteres Problem ist für viele der Satzbau. Besonders im Nebensatz, wenn plötzlich das Verb ans Ende wandert. Ja, das fühlt sich für viele ungewohnt an. In vielen Sprachen bleibt die Reihenfolge von Subjekt, Verb und Objekt gleich, aber im Deutschen sagen wir: Ich glaube, dass du heute in die Stadt gehst. Oh ja, ich höre oft Sätze wie: Ich glaube, du gehst heute in die Stadt, das. Ja, genau. Ich vergleiche das oft mit einer mental verschiebbaren Puzzlebox. Das Verb kommt an die letzte Stelle und alles davor muss sich darauf ausrichten. Wie übst du das mit deinen Schülern? Ich empfehle, Sätze in Blöcke zu unterteilen und sich bewusst zu machen, dass das Verb immer an letzter Stelle bleibt. Also statt Ich glaube, dass du gehst heute in die Stadt, lieber Ich glaube, dass du heute in die Stadt gehst. Und ein weiteres Problem. Viele Lernende sagen, dass sie Deutsch gut lesen können, aber wenn Deutsche sprechen, verstehen sie nur die Hälfte. Und das ist völlig normal. Geschriebenes Deutsch ist oft viel klarer und strukturierter als gesprochenes. Im Alltag sprechen Menschen schneller, verschlucken Wörter oder nutzen Dialekte. Wie kann man sein Hörverstehen verbessern? Wohl, ich empfehle immer eine Schritt-für-Schritt-Methode. 1. Mit langsamen Podcasts oder Hörbüchern beginnen, zams B mit dem langsam gesprochenen Nachrichten-Podcast von der Deutschen Welle. 2. Mitlesen. Erst mit Untertiteln oder Transkriptionen arbeiten. 3. Schattentechnik anwenden. Nachsprechen und sich an den Rhythmus der Sprache gewöhnen. Oh, das ist ein guter Punkt. Ich erinnere mich, dass ich Japanisch erst richtig verstanden habe, als ich mir regelmäßig Kinderfilme angeschaut habe, weil die Sprache dort klarer ist. Aha, genau. Kinderfilme, einfache Serien oder Interviews sind perfekt, weil die Sprache natürlicher, aber trotzdem gut verständlich ist. Na, Grammatik lernen klingt für viele trocken. Gibt es Methoden, die mehr Spaß machen? Auf jeden Fall. Hier sind meine 3 Lieblingsmethoden. 1. Mini-Dialoge schreiben, kurze Sätze mit Zielgrammatik erstellen, zons B. Ich sehe den Hund, ich helfe dem Hund. 2. Fehlersuche-Spiel, einen Text mit kleinen Fehlern korrigieren. Das macht Spaß und schult das Sprachgefühl. 3. Schattentechnik, einen Muttersprachler nachsprechen, um die Wortstellung zu verinnerlichen. Oh, die Schattentechnik kenne ich. Das hilft wirklich, den Rhythmus der Sprache zu spüren. Das große Problem für viele: Warum hat jedes Nomen ein Geschlecht? Ja, das kann frustrierend sein. Aber es gibt Regeln, die helfen. Zum Beispiel maskulin, Wörter mit SR, N oder INEL, der Computer der Apfel, feminin, Endungen mit ung, heit, keit, die Zeitung die Freiheit, Neutrum, Chen und Lein, das Mädchen, das Fräulein. Also kann man sich mit ein paar Tricks die meisten Artikel merken? Ja, genau. Es lohnt sich, nicht nur Wörter, sondern ganze Satzmuster mit Artikel zu lernen. Charlotte, was unterscheidet einen Sprachcoach von einem klassischen Lehrer? Als Sprachcoach konzentriere ich mich weniger auf Theorie und mehr auf praktische Anwendung. Ich arbeite mit meinen Schülern daran, ihre Sprachblockaden zu überwinden und selbstbewusst zu sprechen. Also weniger Regeln, mehr Praxis? Genau. Die meisten Leute brauchen keine perfekten Sätze. Sie wollen sich verständigen. Mein Ansatz: Mut zur Lücke. Lieber sprechen mit Fehlern als gar nicht sprechen. Charlotte, wenn du einem Deutschlernenden 3 Dinge mit auf den Weg geben könntest, was wären sie? 1. Sprich von Anfang an, egal ob mit Fehlern oder nicht. 2. Mach Deutsch zu einem Teil deines Alltags. Stell dein Handy auf Deutsch, schreib deine Einkaufslisten auf Deutsch. Je mehr du mit der Sprache lebst, desto leichter wird es. 3. Habe Geduld mit dir selbst. Sprachenlernen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Jeder Fortschritt zählt. Das sind wertvolle Tipps.
Vielen Dank, Charlotte, für diesen tollen Einblick. Sehr gerne, Klaus. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer sich inspiriert fühlen, Deutsch mit mehr Leichtigkeit und Freude zu lernen. Und liebe Zuhörer, jetzt seid ihr dran. Was ist eure größte Herausforderung beim Deutschlernen? Ist es die Grammatik, das Sprechen oder das Hörverstehen? Schreibt es uns in die Kommentare, wir sind gespannt auf eure Erfahrungen. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!